Diese Fehler machen dein Deutsch langsamer, schlechter und unsicherer. Doch fast alle Anfänger machen sie, ohne es zu merken. In diesem Video zeige ich dir die 10 häufigsten Fehler, die dein Deutsch zurückhalten und wie du sie ab heute vermeidest. Bleib bis zum Schluss dran, denn der letzte Fehler ist der, den sogar viele Fortgeschrittene immer noch machen. Also hol dir am besten was zum Schreiben oder speicher das Video. Diese Tipps musst du dir merken. Aktiviere auch gleich die Untertitel, damit du wirklich jedes Detail verstehst. Fehler 1. Du hast Angst vorm Sprechen. Du hast immer noch Angst davor, Deutsch zu sprechen. Und solange du nicht sprichst, lernst du nichts. Viele warten. Sie denken, ich bin noch nicht so weit. Oder ich spreche erst, wenn ich besser bin. Aber das ist ein Fehler. Denn dieser Moment, in dem du dich wirklich bereit fühlst, kommt oft nie. Und solange du nicht sprichst, wirst du auch nicht besser. Sprechen ist nicht das Ziel am Ende. Sprechen ist der Weg dorthin. Fehler gehören dazu. Ohne Fehler kein Fortschritt. Jedes Kind macht beim Sprechen Fehler. Und trotzdem lernt es jeden Tag mehr. Warum? Weil es sich traut. Du musst nicht perfekt sein. Du musst einfach anfangen. Jetzt. Auch wenn es schwer fällt. Auch wenn du nervös bist. Genau das ist der wichtige Schritt. Sprich laut mit dir selbst. Lies einfache Texte vor. Stell dir vor, du redest mit jemandem. Nutze Apps oder Sprich mit mir Videos. Oder such dir einen Sprachpartner, im echten Leben oder online. Es ist egal, wenn du mal ein Wort falsch aussprichst oder wenn du nicht weißt, ob der Satz ganz richtig ist. Wichtig ist nur, du machst es. Du bist aktiv. Denn beim Sprechen trainierst du alles. Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Selbstvertrauen. Und je öfter du es tust, desto leichter wird es. Die Angst wird kleiner. Du wirst sicherer. Und irgendwann wirst du merken, du kannst dich ausdrücken. Deshalb warte nicht auf später. Später ist oft zu spät. Starte jetzt. Mit kleinen Sätzen. Mit kurzen Gesprächen. Mit Mut. Denn wer früh spricht, lernt schneller. Und wer spricht, gewinnt. Fehler 2. Du lernst Grammatik. Du denkst, Grammatik ist das Wichtigste beim Deutschlernen? Das glauben viele. Deshalb sitzen sie stundenlang über Tabellen, Fällen, Ausnahmen. Sie wollen alles erst verstehen, bevor sie auch nur ein Wort sagen. Aber genau das ist der Fehler. So lernst du keine Sprache. Grammatik ist kein Ziel. Sie ist nur ein Werkzeug. Du brauchst sie, ja, aber nicht perfekt. Nicht sofort. Du musst nicht jede Regel kennen, bevor du redest. Stell dir vor, du willst Fahrrad fahren. Auch liest du das Handbuch. Du lernst, wie man bremst, wie man tritt, wie man lenkt. Aber du steigst nie auf. Wirst du so fahren lernen? Nein. Du lernst nur, wenn du fährst. Und bei Sprache ist es genauso. Du musst machen, sprechen, hören, Fehler machen, besser werden. Grammatik ist wichtig, aber sie darf dich nicht blockieren.
Du sollst sie im echten Zusammenhang lernen. In Sätzen, beim Reden, beim Hören, beim Wiederholen. Und plötzlich merkst du, die Regel kennst du schon, ohne sie gepaukt zu haben. Du brauchst keine 100% Grammatik, um 80% zu verstehen. Du brauchst kein Perfekt, um im Alltag zu reden. Fang einfach an. Mit einfachen Sätzen, mit klaren Mustern. Sprich laut. Lies laut. Hör zu. Sprich nach. Wenn du mal eine Regel brauchst, dann schlag sie nach. Aber lass sie nicht dein Lernen kontrollieren. Grammatik ist ein Werkzeug, nicht der Weg. Wer nur Regeln kennt, schreibt gute Tests. Wer spricht, versteht Menschen und wird verstanden. Darum geht's. Nicht perfekt, sondern echt. Fehler 3. Du wiederholst zu wenig. Vergisst du Wörter, wenn du Deutsch sprichst? Viele Lernende kennen dieses Problem. Du lernst ein neues Wort, verstehst es, und beim nächsten Gespräch ist es wieder weg. Das ist ganz normal. Dein Gehirn merkt sich nur, was es öfter sieht, hört und benutzt. Einmal reicht nicht, auch nicht zweimal. Um dir Vokabeln wirklich einzuprägen, musst du sie wiederholen. Immer wieder. Und zwar aktiv. Nicht nur lesen, nicht nur einmal abhaken, sondern laut sagen, schreiben, in Sätzen verwenden. Dein Ziel ist nicht nur zu wissen, was ein Wort bedeutet. Du willst es auch im Gespräch sofort abrufen können, ohne nachzudenken. Und genau das erreichst du durch Wiederholung. Wiederholen ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist der Weg zur Sicherheit, zur echten Sprachpraxis. Ohne Wiederholung bleibt das meiste nur im Kurzzeitgedächtnis. Und das verschwindet schnell. Du brauchst Wiederholung über Tage und Wochen. So baut sich dein Langzeitwissen auf. Je öfter du ein Wort in verschiedenen Situationen benutzt, desto besser sitzt es. Und hier kommt ein Extra-Tipp. Das Beste, was du tun kannst, ist, Muttersprachlern nachzusprechen. So lernst du nicht nur die Bedeutung der Wörter, sondern auch die Aussprache, den Rhythmus und die richtige Betonung. Du bekommst ein Gefühl für die Sprache, ganz automatisch. Und genau das kannst du mit diesem Video jetzt machen. Hör dir dieses Kapitel gleich nochmal an, von Anfang an. Und sprich jeden Satz laut mit. So lernst du nicht nur Wörter. Du trainierst dein Gedächtnis, deine Aussprache und dein Sprachgefühl. Wiederhole, sprich nach. Und du wirst merken, wie viel besser dein Deutsch wird. Fehler 4. Du übersetzt im Kopf. Du hörst einen deutschen Satz und in deinem Kopf läuft erstmal ein Film. Was heißt das auf meiner Sprache? Wie würde ich das sagen? Und erst dann suchst du die passende Antwort auf Deutsch. Das ist ganz normal. Fast jeder macht das am Anfang. Aber es hält dich auf. Es macht dich langsam. Es raubt dir das Gefühl für die Sprache. Und irgendwann merkst du, du verstehst zwar die Wörter, aber du kannst nicht flüssig antworten.
Warum? Weil du in deiner Sprache denkst, nicht in Deutsch. Ziel ist aber, direkt auf Deutsch zu hören, zu verstehen und zu antworten, ohne Umweg, ohne inneren Übersetzer. Und ja, das geht, aber nur mit Übung, mit viel Input, mit Wiederholung, mit Nachsprechen, mit echten Sätzen. Wenn du jeden Satz im Kopf umbaust, wird Deutsch nie natürlich für dich klingen. Dann bleibst du immer im Lernmodus. Du brauchst aber den Sprachmodus. Und den bekommst du nur, wenn du deinen Kopf auf Deutsch umstellst. Das ist wie ein Schalter. Anfangs schwer, dann wird's leichter. Hör deutsche Sätze, sprich sie laut nach, nutze sie im Alltag. Je öfter du das tust, desto mehr denkst du direkt in der Sprache. Dein Gehirn lernt das. Es dauert nicht ewig, aber du musst dranbleiben. Extra-Tipp: Hör dir diesen Teil gleich nochmal an. Und diesmal sprich jeden Satz laut mit, ohne zu übersetzen. Einfach nach Gefühl. So trainierst du dein Ohr, deinen Mund und dein Denken. Denk nicht über Deutsch nach. Denk auf Deutsch. Fehler 5. Du lernst unregelmäßig. Mal 2 Stunden am Sonntag, dann 5 Tage nichts. So lernst du keine Sprache. Dein Gehirn funktioniert nicht wie ein Computer. Du kannst dir Wissen nicht einfach abspeichern. Sprache ist wie ein Muskel. Und Muskeln wachsen nur durch regelmäßiges Training. Nicht durch einmal viel, sondern durch oft ein bisschen. Dein Gehirn braucht Kontakt zur Sprache. Ein Tag, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Wichtig ist der Rhythmus, die Wiederholung, das Dranbleiben. Wenn du Deutsch jeden Tag kurz hörst, liest oder sprichst, bleibst du drin. Wenn du lange Pausen machst, fängst du jedes Mal fast wieder von vorn an. Viele denken, ich habe keine Zeit, jeden Tag zu lernen. Aber das stimmt oft nicht. Du brauchst kein großes Zeitfenster. Du brauchst nur einen kleinen Moment. Beim Zähneputzen einen Satz laut sagen. Beim Spazierengehen einen Podcast hören. Beim Kochen ein paar Wörter wiederholen. So wird Deutsch Teil deines Alltags. Und genau das hilft dir. Denn regelmäßiges Lernen ist nicht nur effektiver, es macht dich auch sicherer. Du bleibst im Fluss, du merkst, wie du immer mehr verstehst, und du verlierst die Angst vorm Sprechen. Also warte nicht auf den perfekten Moment. Es muss nicht lang sein, aber es muss regelmäßig sein. Deutsch lernen ist kein Sprint. Es ist ein Weg, und den gehst du Schritt für Schritt, jeden Tag. Tipp: Hör dir diesen Abschnitt morgen noch einmal an. Oder übermorgen. Und dann wieder. Je öfter du dich mit der Sprache beschäftigst, desto mehr bleibt in deinem Kopf. Ganz einfach. Fehler 6. Du wartest auf Motivation. Du sitzt da und denkst dir, heute habe ich keine Lust. Du hoffst, dass morgen die Motivation kommt, dass du dann bereit bist. Aber so funktioniert das nicht. Motivation ist nicht der Anfang. Motivation ist das Ergebnis.
Sie kommt erst, wenn du anfängst, wenn du etwas tust, wenn du einen kleinen Schritt machst. Und genau darum geht es beim Deutschlernen. Du musst nicht jeden Tag super motiviert sein. Du musst nur anfangen. Auch wenn es nur 5 Minuten sind. Auch wenn du müde bist. Auch wenn du denkst, es bringt gerade nichts. Denn genau in diesen Momenten wächst du. Je öfter du trotzdem lernst, desto stärker wird dein Lernrhythmus. Und plötzlich merkst du, du willst weitermachen. Du verstehst ein neues Wort. Du sagst einen Satz. Du machst einen kleinen Fortschritt. Und dieser Moment fühlt sich gut an. Das ist Motivation. Sie entsteht aus Bewegung, nicht aus Warten. Auch feiere die kleinen Schritte. Schreib dir auf, was du heute gelernt hast. Nutze neue Wörter gleich im Alltag. Sprich einen Satz, den du gestern noch nicht kanntest. Jedes dieser Dinge ist ein Erfolg, auch wenn er klein wirkt. Und genau diese kleinen Erfolge geben dir Energie. Nicht umgekehrt. Auch hör auf zu warten. Starte. Jetzt. Tu etwas. Sag etwas. Lern etwas. Und der Rest kommt von selbst. Motivation ist nicht der Schlüssel, der alles öffnet. Sie ist das Licht, das du selbst einschaltest. Mit dem ersten Schritt. Fehler 7. Du hast kein klares Ziel. Du sagst, ich will einfach nur Deutsch lernen. Das klingt gut, aber es reicht nicht. Denn ohne Ziel hast du keine Richtung. Und wenn du keine Richtung hast, gehst du mal hierhin, mal dorthin. Du lernst ein bisschen Grammatik, ein paar Vokabeln, schaust vielleicht ein Video. Aber nichts bleibt wirklich hängen. Du wirst ungeduldig, weil du nicht weißt, worauf du hinarbeitest. Und genau das ist das Problem. Dein Gehirn braucht einen Grund, um dran zu bleiben. Ein Ziel gibt dir Fokus. Es zeigt dir, was wichtig ist und was nicht. Du willst in Deutschland studieren? Dann brauchst du andere Wörter als jemand, der nur im Urlaub bestellen will. Du willst im Job besser kommunizieren? Dann lernst du ganz anders als jemand, der deutsche Serien verstehen will. Das Ziel bestimmt den Weg. Und wenn du ein klares Ziel hast, lernst du motivierter, konzentrierter und viel effektiver. Du musst kein großes Ziel haben. Es reicht ein einfaches. Zum Beispiel, ich will in 3 Monaten ein kurzes Gespräch führen können. Oder, ich will am Telefon nicht mehr nervös sein. Wichtig ist nur, dass es dir etwas bedeutet und dass du weißt, warum du lernst. Auch überleg dir, was willst du wirklich? Und dann schreib es dir auf, lies es dir jeden Tag durch und denk dran, ohne Ziel bleibst du stehen. Mit Ziel kommst du Schritt für Schritt weiter. Denn wer weiß, wohin er will, bleibt auf dem Weg. Fehler 8. Du nutzt Deutsch nur beim Lernen. Viele lernen Deutsch im Kurs, im Buch oder in der App, aber nur dort. Sobald der Unterricht vorbei ist, wird wieder in der eigenen Sprache gedacht, gesprochen,
geschrieben. So bleibt Deutsch eine Schulaufgabe, kein Teil deines Alltags. Aber Sprache lebt. Und wenn du sie nicht in deinem Alltag verwendest, bleibt sie fremd. Du brauchst Deutsch nicht nur beim Lernen, sondern im echten Leben. Stell dein Handy auf Deutsch. Schau Serien mit Untertiteln. Schreib Einkaufslisten auf Deutsch. Rede mit dir selbst. Nutz jede kleine Gelegenheit. So wird Deutsch langsam zu deiner Sprache. Fehler 9. Du hast Angst, dich wirklich zu verbessern. Viele Lernende kennen dieses Gefühl. Du lernst Deutsch, du verstehst vieles, du kommst klar, aber tief in dir hast du Angst, weiterzugehen. Warum? Weil du dann merkst, wie viel du noch nicht kannst. Du hast Angst vor dem Moment, in dem du etwas Neues probierst und plötzlich unsicher wirst. Angst davor, dich mit Muttersprachlern zu messen. Angst davor, zu sehen, wie groß die Sprache eigentlich ist. Und genau diese Angst hält dich fest. Besonders viele Fortgeschrittene bleiben an diesem Punkt stehen. Sie können Alltagssätze, sie verstehen Serien, sie können einkaufen gehen und denken, es läuft doch. Aber sobald es um schwierige Themen geht, um Hobbys, Arbeit, Gefühle oder Meinungen, fehlen plötzlich die Wörter. Und genau das ist der Grund, warum du nicht weiterkommst. Du bleibst in deiner Komfortzone. Du sagst immer dieselben Sätze. Du benutzt immer die gleichen Wörter. Und irgendwann stagnierst du. Wenn du aber wirklich fließend sprechen willst, musst du über alles sprechen können. Über deine Arbeit, über deine Hobbys, über dein Leben, über deine Interessen, über die Welt. Genauso sprechen Muttersprachler. Sie sprechen nicht nur über einen Kaffee im Café oder über das Wetter. Sie sprechen über das, was ihnen wichtig ist. Und das musst du auch tun. Du musst anfangen, dein Vokabular in den Bereichen zu erweitern, die zu deinem echten Leben gehören. Wenn du Fußball liebst, lern die Wörter dafür. Wenn du kochst, lerne die Begriffe, die du brauchst. Wenn du im IT-Bereich arbeitest, lern die deutschen Begriffe aus deiner Branche. Wenn du gerne reist, lern die Vokabeln, die du im Ausland brauchst. Und vor allem, hab keine Angst davor zu merken, was du noch nicht kannst. Das ist kein Rückschritt, das ist ein Signal, wo du wachsen kannst. Genau dort beginnt dein nächster Fortschritt. Jeder Muttersprachler hat ein großes Vokabular, weil er viele Themen kennt. Auch mach es genauso. Erweitere deine Themen. Erweitere deine Wörter. Erweitere deine Welt. Und plötzlich wirst du merken, du klingst sicherer. Du klingst natürlicher. Du klingst mehr wie ein Muttersprachler. Du hast keine Angst mehr vor dem, was du nicht kannst. Du freust dich darauf, es zu lernen. Genau das ist echter Fortschritt. Genau das ist fließendes Deutsch. Das waren die 10 häufigsten Fehler, die fast alle Deutschlernenden irgendwann machen. Vielleicht hast du dich in ein paar Punkten wiedererkannt. Wichtig ist,
Du kannst jeden einzelnen dieser Fehler vermeiden oder ab heute besser machen. Und genau damit wirst du schneller, sicherer und entspannter Deutsch sprechen. Vielleicht denkst du jetzt, wow, das war viel. Aber keine Sorge. Speichere dir dieses Video, hör dir einzelne Kapitel nochmal an und wiederhole die Stellen, die dir wichtig sind. Wiederholung ist dein Freund. Schreib mir gern in die Kommentare. Welcher Fehler war dir neu? Welchen machst du vielleicht gerade? Und was wirst du ab jetzt anders machen? Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Tipps verpasst.